Mein Gott, mir ist so heiß. Warum gibt es in Deutschland keine Klimaanlagen? Ich bin nur 3 Tage in Berlin und ich möchte einkaufen gehen, aber all diese Geschäfte haben geschlossen. Warum kann man am Sonntag in Deutschland nicht einkaufen? Warum kostet meine Cola 15 Euro? Ich habe nur eine bestellt. Mein Gott, Sie stellen mir jede Nachfüllung in Rechnung. Hey, hier ist ein Fahrradweg. Kling, 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 kling. Manche Dinge in Deutschland können Besuchern auf die Nerven gehen. Möglicherweise ist es nur ein Problem für die Besucher und nicht die Deutschen. Nummer 1 und Nummer 6 nerven aber nicht nur die Besucher, sondern auch die Deutschen. Nummer 12 nervt mich persönlich. That's garbage. Ich kann niemals kostenloses WLAN in Deutschland finden. Wenn ich es endlich finde, ist es nur im Schneckentempo. Ich kann einen Döner bestellen und bekommen, bevor ich ein Bild davon herunterladen kann. In den USA haben wir fast immer kostenloses WLAN und die Verbindung ist meistens schneller als 100 Megabyte pro Sekunde. Wenn man in einem Café oder Bus sitzt, hat man kostenloses WLAN. Jedes Hotel hat kostenloses WLAN. Geschäfte haben kostenloses WLAN. Es gibt Schuhe, die als Wi-Fi-Hotspot verwendet werden können. In Deutschland ist kostenloses WLAN viel seltener. Nicht viele Geschäfte haben kostenloses WLAN. Im Hotel muss man oft dafür bezahlen. Es gibt kostenloses WLAN im Bus, wenn man mit Flixbus fährt, aber es funktioniert nicht so gut. Die Verbindung ist langsam. Ich bin oft unfreiwillig vom WLAN abgemeldet. Fast alles ist von Flixbus blockiert. Kein YouTube, kein Netflix. Das ist aber nicht ohne Grund. In den USA ist das Unternehmen nicht dafür verantwortlich, wenn ein Kunde etwas illegal auf ihrem WLAN macht. In Deutschland schon. Es könnte sehr teuer für das Unternehmen werden, wenn die Kunden etwas falsch machen. Um diese Geldstrafen zu vermeiden, haben viele Unternehmen kein kostenloses WLAN. Aber warum ist das WLAN in Häusern so langsam? Die durchschnittliche Downloadgeschwindigkeit in Deutschland ist viel langsamer als die in den USA. Bei Handys ist es noch schlimmer. Die Deutsche Telekom hat den größten Marktanteil im Geschäft mit Telefon- und DSL-Anschlüssen. Anstatt das System in Deutschland mit Glasfaserkabel zu aktualisieren, repariert die Deutsche Telekom das alte System, das aus Kupferleitung besteht. Sie behaupten, dass die Mehrheit der Menschen in Deutschland keine Gigabit-Verbindung brauchen. Mit Kupferleitung haben 80% der Deutschen eine Verbindung mit rund um 50 Megabyte pro Sekunde. Ich finde diese Begründung logisch, aber es ist immer noch nervig, dass es so lange dauert, um ein Video in Deutschland hochzuladen. Wenn ihr mehr über dieses Thema lernen wollt, gibt es Links dafür in der Beschreibung. Come on! Dieses Video ist in Deutschland leider nicht verfügbar, da es Musik enthalten könnte, über deren Verwendung wir uns mit der GEMA bisher nicht einigen konnten. Das tut uns leid. Was ist denn das? Ich wollte ein lustiges Katzenvideo schauen, aber ich kann das nicht, denn Deutschland blockiert die coolsten Videos. Seit Jahren konnte man verschiedene Videos bzw. Musikvideos in Deutschland nicht sehen, da die GEMA, die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, die erforderlichen Musikrechte nicht einräumte. Es waren nicht nur Musikvideos, sondern fast alle Videos, die deutsche Musik enthalten. Ein paar von diesen Schwierigkeiten sind seit 2016 schon gelöst, aber es gibt immer noch viele Videos, die man in Deutschland nicht sehen kann. Die GEMA vertritt viele Künstler in Deutschland und verwaltet die Nutzungsrechte aus dem Urheberrecht deren Musik. Normalerweise ist das nicht okay, sondern auch erwartet und genau das, was wir in den USA machen. Das Problem in diesem Fall ist es, dass die GEMA einfach alles blockiert, anstatt mit YouTube eine Vereinbarung zu treffen.
I don't understand. Warum kostet meine Cola 15 Euro? Ich habe nur eine bestellt. Mein Gott, Sie stellen mir jede Nachfüllung in Rechnung. Ich bin Amerikaner. Ich trinke nicht viel Cola, aber wenn ich Cola trinke, möchte ich viel davon trinken. Die Gläser in Deutschland sind kleiner als die in Amerika. Ich muss eine Nachfüllung bekommen. Sonst habe ich nicht genug Cola. Sterben die Deutschen oft vor Durst? Es gibt fast nie kostenlose Nachfüllung von Cola, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Es ist illegal für Restaurants in Frankreich, kostenlose Nachfüllung von Cola anzubieten. In Massachusetts und New York haben sie Gesetze vorgeschlagen, kostenlose Nachfüllung zu verbieten. Es gibt ein paar Gründe, warum es in Deutschland keine kostenlose Nachfüllung gibt. Erstens trinken die Deutschen nicht so viel Cola wie die Amerikaner. Meiner Erfahrung nach sind die Deutschen gesundheitsbewusster als die Amerikaner. Es ist nicht gesund, so viel Cola zu trinken. Sie wollen normalerweise keine Nachfüllung, kostenlos oder nicht. Zweitens verkaufen viele Restaurants Cola in Flaschen. Es wäre unglaublich teuer, wenn man so viele Flaschen bekäme, wie man will. Okay, Cola verstehe ich jetzt, aber warum kriege ich keine kostenlose Nachfüllung, auch wenn es nur Kaffee ist? Wenn ich einen Kaffee in den USA bestelle, ist es normalerweise bottomless, ein Wort, das mein Wörterbuch einfach beschreibt, anstatt ein deutsches Wort dafür zu geben. Das Wörterbuch muss dieses Wort beschreiben, denn es gibt kein echtes deutsches Wort dafür. Sowas gibt es in Deutschland nicht. Es gibt unterschiedliche Kaffeekulturen. In den USA kauft man etwas zu essen und einen Kaffee, man isst etwas und trinkt 2 oder 3 Tassen Kaffee, dann geht man irgendwo anders hin. In Deutschland kauft man einen Kaffee und plaudert mit Freunden 1,5 Stunden. Wenn man in Deutschland während dieser Zeit immer mehr Kaffee bekäme, könnte das Kaffee Gewinn machen. In Amerika nicht. Da wir schon über Unterschiede zwischen Cola in den USA und in Deutschland sprechen, muss ich dir eine Frage stellen. Warum muss man so viele Eiswürfel in einer Cola haben? Die Cola ist schon kalt, wenn sie aus dem Getränkspender kommt. Eis schmilzt. Dann hat man Wasser in der Cola und sie schmeckt nicht mehr so gut. Die Eiswürfel benötigen auch viel Raum im Glas. Dann bekommt man weniger Cola. Sind die Amerikaner dumm und geschmacklos? Es gibt viele Ideen, warum wir das machen. Ich weiß nicht, welche Theorie richtig ist. Vor langer Zeit war es sehr teuer, Eis zu machen. Wenn man Eis in einem Getränk hat, zeigt es, dass man viel Geld hat. Dieser Trend starb in den USA nicht, aber in Europa. Es ist manchmal sehr heiß in den USA. Wir wollen unsere Getränke so kalt wie möglich haben, um uns zu kühlen. Wenn man Eiswürfel im Glas hat, bekommt man nicht so viel Cola. Das Restaurant kann mehr Geld dabei verdienen. Really? Ich muss dringend aufs Klo. Glücklicherweise bin ich im Bahnhof und ich habe ein paar Minuten, bevor der Zug kommt. Was ist denn das? Ich muss bezahlen, um zu pinkeln? Alle müssen mal aufs Klo. Es ist sogar ein verdammtes Kinderbuch. Warum muss man dafür in Deutschland bezahlen? Ist das kein menschliches Grundbedürfnis? Man muss nicht immer bezahlen, um eine öffentliche Toilette zu benutzen. Wenn du schon etwas Geld in einem Unternehmen ausgegeben hast, darfst du die Toilette kostenlos besuchen. In jedem Restaurant gibt es eine kostenfreie Toilette. In jeder Tankstelle gibt es eine Toilette. Manchmal gibt es so ein Dingsbums, dann muss man dafür bezahlen, aber wenn du etwas in der Nähe kaufst, bekommst du wahrscheinlich einen Gutschein, um die Toilette kostenlos zu benutzen. Du musst einfach den Barcode einlesen und dann darfst du durch. Manchmal kann man zuerst aufs Klo gehen und danach bekommt man einen Gutschein, den man im Geschäft benutzen kann. Und was ist mit dieser alten Dame, die vor der Tür sitzt? Sie hat einen Teller voller Münzen und wenn ich nichts darauf werfe, schaut sie mich böse an. Das ist die Toilettenfrau. Sie kümmert sich um die Hygiene auf den Toiletten. Die Münzen sind ihr Trinkgeld. Wenn du nichts darauf wirfst, bekommst sie weniger Geld. Natürlich schaut sie dich böse an, du Geizkragen. Are you kidding me? Oh, mein Gott, mir ist so heiß.
Die S-Bahn in Berlin ist so heiß wie eine Sauna und stinkt wie ein Fußballtrikot. Warum gibt es in Deutschland keine Klimaanlagen? Normalerweise ist es nicht so heiß in Deutschland wie in den USA. Sie brauchen keine Klimaanlage. Es kostet mehr, als es sich lohnt. Man würde die Klimaanlage ein paar Tage gebrauchen und das System kostet Tausende Euro. Es gibt auch einen Gesundheitsgrund. Manchmal bin ich im Sommer erkältet. Dann sagen meine deutschen Freunde zu mir, wenn du die Klimaanlage ausschalten würdest, würdest du nicht so oft krank. Sie haben eigentlich recht, denn eine Klimaanlage kann dich krank machen. Aber der Grund ist nicht richtig. Sie behaupten, es sei nicht gut, wenn man immer zwischen kalt und heiß wechselt. In der Wirklichkeit sind es die Bakterien, die auf der Klimaanlage wachsen, die dich krank machen. No, thank you. Wenn es so heiß ist, man so viel schwitzt und es keine Klimaanlage gibt, warum tragen so viele Menschen kein Deo? Ich kann nicht zählen, wie oft ich in einem Zug stand und ein übergroßer, haariger, stinkiger Mann seinen Arm hochstreckt, um sich am Handgriff festzuhalten. Zwangsläufig wird seine Achsel genauso hoch wie meine Nase sein. Es kostet nicht viel, es verlangt nicht viel Zeit. Kauf dir Deo und benutze es jeden Tag. Es sind natürlich nicht alle Deutschen, aber es gibt viele Deutschen und Europäer im Allgemeinen, die kein Deo tragen. Wenn jemand stinkt, nervt es auch die Deutschen. Aber es ist nicht nur, wenn dein Körper stinkt, sondern auch, wenn dein Deo oder Parfüm einen starken Geruch hat. Deshalb tragen viele Deutschen naturgemäßiges Deo. Es hält einfach den Körpergeruch weg. Vielleicht ist das auch ein Teil von diesem Vorurteil. I hate you! Warum haben die Fenster in Deutschland kein Fliegengitter? Auch in Deutschland gibt es Insekten. Mücken, Fliegen und andere nervige Insekten kommen durch die offenen Fenster, dann schlafen sie neben mir im Bett. Sie beißen und summen. Dieses Problem lässt sich leicht lösen. Nutzt Fliegengitter. Das gibt es in Deutschland schon. Viele Wohnungen und Hotels haben sie nicht, denn sie müssen sie nicht einrichten. Es gibt kein Gesetz dafür und Fliegengitter kosten Geld. Viele Häuser brauchen kein Fliegengitter, denn es gibt nicht so viele Insekten. Es gibt auch ein anderes Problem. Manche Fenster öffnen nach draußen. Um das tun zu können, kann man kein Fliegengitter haben. Darn it. Ich wollte heute einkaufen gehen, aber heute ist Sonntag. Warum ist fast alles am Sonntag in Deutschland geschlossen? Manchmal gibt es am Montag oder Freitag einen Feiertag. Dann dreht ganz Deutschland durch. Es sieht so aus, wie es in den USA aussieht, wenn es ein bisschen schneit. Brot, Eier und Milch sind ganz ausverkauft. Warum sind die Geschäfte nicht alle 7 Tage geöffnet? Haben die Deutschen etwas gegen Kapitalismus? Einkaufswarnung. Freitag ist Feiertag. Die Lebensmittelversorgung auf unserer Erde endet am Donnerstag für immer. Bitte drehen Sie durch. In Deutschland sind Staat und Religion nicht komplett getrennt. Sonntag ist als Ruhetag im Grundgesetz geschützt. Sonntag wird wie ein Feiertag behandelt. Das bedeutet, viele Geschäfte sind geschlossen. Das stört die meisten Deutschen nicht, denn sie wollen nicht am Sonntag arbeiten müssen und man muss einfach besser planen, um Probleme zu vermeiden. Glücklicherweise sind Museen und Restaurants oft am Sonntag offen. Wenn ich in Deutschland bin, ist Sonntag entweder ein Tag für Reisen oder Museentag. Oh, dude. Warum sind die Mitarbeiter in Deutschland nicht froh? Lächeln ist eine Art Begrüßung in den USA. Wenn man in ein Geschäft hineingeht, lächelt der Mitarbeiter, wenn er dich begrüßt. Wenn man zur Kasse kommt, lächelt die Kassiererin. Die deutschen Mitarbeiter lächeln fast nie. Kein Wunder, dass die Deutschen oft als humorlose Roboter dargestellt werden. Die Deutschen lächeln. Sie machen Witze und lachen. Sie lächeln einfach nicht ohne Grund. Es ist außergewöhnlich, ohne Grund zu lächeln. Sie denken, Warum lächelt er mich an? Habe ich etwa irgendwas zwischen den Zähnen? manche Deutschen sehen solche Lächeln als unecht und ein Zeichen der Unaufrichtigkeit.
Wenn man wirklich froh ist, lächelt man. Wenn man etwas Lustiges hört oder sieht, lacht man. Nur Spinner und Amerikaner lächeln ohne Grund. Wenn sie ohne Grund lachen, spielt Joaquin Phoenix die Hauptrolle im Biopic. Warum gibt es in Lebensmittelgeschäften keine Medikamente? Warum muss ich zur Apotheke gehen, um Tylenol zu bekommen? Warum muss man mit einem Apotheker sprechen, um solche Medikamente zu bekommen? Alles ist hinter einem Schalter. 1950 hatten wir sowas in den USA, aber heute nicht mehr. Es sollte nicht so schwierig sein. Ich möchte einfach nicht mehr husten. Gib mir meine Medizin. Weißt du, was passiert, wenn man Ibuprofen und Blutverdünner zusammennimmt? Nein, warum sollte ich? Der Apotheker kann dir sagen, ob es eine gute Idee ist, manche Medikamente gleichzeitig zu nehmen. Da viele rezeptfreie Medikamente aufeinander wirken können und nur Apotheker und Ärzte das verstehen, sollte man mit einem Apotheker sprechen, um sicher zu sein, dass du dich nicht in Schwierigkeiten bringst. Um diese Probleme zu vermeiden, müssen Medikamente bei einer Apotheke gekauft werden. Es ist vielleicht nicht so einfach wie in den USA, aber es ist besser, gesünder und sicherer für die Patienten. No, sir. Darf ich mit meiner Debitkarte bezahlen? Nein. Wie wär's mit einer Kreditkarte? Nicht in diesem Geschäft. Warum nicht? Warum muss ich immer bar bezahlen? Ich habe fast nie Bargeld in meiner Brieftasche. Aber wenn ich in Deutschland bin, muss ich Bargeld dabei haben. Ich glaube, du übertriebst das ein bisschen. Fast alle Restaurants, Geschäfte und Museen akzeptieren Kreditkarte. Man hat nur Probleme mit Kreditkarten, wenn man außerhalb der Touristenregionen reist. Kleine Geschäfte und Restaurants in kleinen Orten akzeptieren manchmal keine Kreditkarten, aber das ist genau wie in den USA. Mit Debitkarten bzw. EC-Karten gibt es ein anderes Problem. Die Systeme für EC-Karten in den USA und Deutschland sind nicht gleich. Da die Banken anders sind, kann man manchmal eine EC-Karte aus den USA nicht in Deutschland benutzen. Ich bin persönlich auf keine Probleme damit getroffen. Man muss einfach mit der Bank checken, bevor man nach Deutschland reist. Es ist wahr, dass die Deutschen öfter bar bezahlen. In Deutschland bezahlt man 79% bar, in den USA weniger als 50%. Die Deutschen haben im Durchschnitt ungefähr 100 € in der Brieftasche. Die Amerikaner haben nur halb so viel. Warum? Was haben sie gegen Karten? Die Deutschen mögen Geldschuld nicht. Deshalb benutzen sie meistens keine Kreditkarte. Manche Deutsche mögen die Anonymität von Bargeld. Es ist auch eine kulturelle Tradition, bar zu bezahlen. Wenn deine Eltern immer bar bezahlten, bezahlst du wahrscheinlich auch bar. Deutschland ist der Grund, warum es einen 500-Euro-Schein gibt. Es gab einen 1000 Deutscher Markschein und um die Deutschen zu beruhigen, hat die Europäische Union den 500-Euro-Schein erschaffen. Seit 2016 haben sie keine neuen 500-Euro-Scheine gemacht. Seit Januar 2019 haben Banken aufgehört, diese Scheine wieder in Umlauf zu bringen. Nur in Deutschland und Österreich haben sie bis April gewartet, bevor sie die 500-Euro-Scheine stufenweise aus dem Verkehr zogen. Kurz gesagt, viele Deutschen kaufen fast alles mit Bargeld, aber man kann fast überall Kreditkarten benutzen. Stop it! Niemand ist perfekt, aber manchmal denke ich, als ob die Deutschen das von allen erwarten. Ich laufe 2 Zentimeter im Fahrradweg. Hey, hier ist ein Fahrradweg. Kling, 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 kling. Der Ampelmann ist rot, aber es kommen keine Autos. Ich laufe einen Schritt und eine Oma schreit mich an. Also, die Ampel ist rot. Ich sage der, wenn ich die sagen sollte. Mein Gott, sprichst du überhaupt Deutsch? Wie kann man sowas nicht richtig sagen? Wenn man die Kommentare unter diesem Video liest, sieht man wahrscheinlich ganz klar, worüber ich rede. Ich kann die Kommentare schon in meinem Kopf erahnen. Es gibt viele Hotels mit kostenlosem WLAN. Die GEMA ist seit 2016 nicht mehr so schlecht. Da haben YouTube und die GEMA eine Vereinbarung getroffen. Du hast dieses Wort falsch ausgesprochen. Ich würde dieses Wort in diesem Fall nicht benutzen. Es ist zwar okay, aber es klingt irgendwie komisch. Du hast die falsche Betonung. Es heißt Leviosa, nicht Leviosa. Okay, da hast du endlich recht.
Die Deutschen im Großen und Ganzen sind Besserwisser. Wenn du etwas falsch magst oder sagst, werden sie dich korrigieren. Sie meinen es normalerweise nicht böse. Sie wollen nur, dass alles richtig gemacht wird. Manchmal ist es etwas so einfach wie „Es wurde immer so gemacht". In anderen Fällen fällt es unter den Spruch „Ordnung muss sein". Egal warum sie es machen, ein Deutscher wird dich irgendwann zurechtweisen. Jetzt seid ihr dran. Was stört euch am meisten, wenn ihr in Deutschland seid? Was hasst ihr an Deutschland? Schreibt eure Meinungen in die Kommentare. Außer wenn ihr Besserwisserei schreibt, dann könnt ihr einen Dislike abgeben und weggehen. Dankeschön. Tschüss.